Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute geht es um Dividenden und Aktien aus Japan. Und zwar mit meinem persönlichen Lieblings-ETF auf den japanischen Aktienmarkt. Und zwar soll es dabei gehen um ein breites Investment in Japan. Und dazu stellen wir euch wie immer 3 einzelne Aktien vor, an denen wir dann auch sehen werden, dass es mit den Vorbedingungen, die die ETF-Gesellschaft oder die im Index-Guide dieses ETFs hier enthalten sind, dann auch so seine Bewandtnis hat. Denn bei einer Aktie hat sich das bereits konkret ausgewirkt. Wir reden über den WisdomTree Japan Equity, ein ETF von WisdomTree. Und da diese Sendung, das vielleicht gleich zum Intro auch, von WisdomTree gesponsert wird, ist der wichtige Hinweis hier, vor allen Dingen auch zu wählen, dass bevor es überhaupt zu diesem Sponsoring kam, ich bei dem ersten Gespräch, wo ich dann mit dabei war, gleich gesagt habe, was wir auf jeden Fall machen werden, ist eine Japan-Sendung, weil aus meiner Sicht der beste Japan-ETF für ein breites Investment eben aus dem Hause WisdomTree kommt. Und von daher, diese Sendung machen wir genau heute. Und wir, das sind Alex Fischer aus Thailand und ich. Hallo Alex. Ja, jetzt wollte ich selber sagen, liebe Grüße aus Japan, aber gut, jetzt hast du es schon verraten, ich melde mich hier aus Thailand. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für mich mal ein interessantes Thema. Ja, ich freue mich, dass du zum zweiten Mal Gast bei Echtgeld TV bist. Wir hatten in 2018 schon eine Sendung. Seitdem treffen wir uns regelmäßig, insbesondere wenn du mit deiner Family in Deutschland bist. Wenn du in Berlin bist, gehen wir zusammen essen. Und weil deine Tochter mich auch kennt, durftest du für diese Aufnahme dann auch ihr Zimmer in Beschlag nehmen. Und Leni hat freiwillig ihren Raum geräumt, um für Echtgeld TV Platz zu machen. Ja, weil bei uns, wir sind 6 Stunden voraus, das heißt, hier ist jetzt irgendwann 19 Uhr, meine Mädels sind essen und dann haben die praktisch den restlichen Teil des Hauses, den hinteren Flügel und den Seitenflügel für sich dann praktisch. Und ich kann hier in Ruhe arbeiten. Wir nehmen die Sendung am 27.11. aus, zu der deutschen Zeit. Da ist es jetzt kurz vor 1. Bei Alex ist es jetzt kurz vor 7 Uhr abends. Und wir reden über Japan Investments. Und das tun wir verbunden auch mit einem herzlichen Gruß von Christian, der an dieser Stelle natürlich noch was zum Thema Risiko und Chancen, aber vor allen Dingen im Bereich des Disclaimers jetzt für euch zu sagen hat. Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/Disclaimer. So, und bevor wir jetzt direkt beim WisdomTree nach Japan einsteigen, vielleicht mal noch ganz kurz der Zwischenstopp in Thailand bei dir, Alex, dass du dich den Echtgeld-TV-Zuschauern, die dich in den letzten 5 Jahren jetzt vielleicht nicht so verfolgt haben, weil du ja in 2018 bei uns warst, kurz vorstellst. Also die typische erste Frage aus 7+3. Heute machen wir nur 1+3. Wer bist du, was machst du und warum macht dir das, was du so tust, so viel Spaß? Ja, ich sagte es schon oft, bin einer der ersten deutschen Finanzblogger aus dem Jahr 2009, der heute noch aktiv ist. Neben Tim Schäfer, der hat ein paar Monate vor mir begonnen. Ja, und ich war ja bei euch, habe damals die Aktie von Rio Tinto vorgestellt, die eure Zuschauer leider nicht kaufen wollten, aber ich glaube, die hat bis heute wirklich sehr gut abgeschnitten. Ich glaube 150 bis 170% Total Return seit November oder September, ich weiß gar nicht, September war ich, glaube ich, da 2018. Ich habe sie auch immer noch im Depot. Und ja, ich blogge, mache einen Dividendenservice, Dividendenalarm heißt der. Das war eine Art Börsenbrief, Unterstützung für Anleger, die sich auf Dividenden spezialisiert haben. Deswegen freut mich auch das Thema heute hier zum Thema Japan und Dividenden. Ich selbst habe noch keinen japanischen Wert im Depot, aber mich interessiert auch dieser Ansatz, unter anderem von dem ETF und bei den 3 Aktien, die wir gefunden haben heute, ist es in der Tat so, mein Ampelsystem sagt immer so, unterbewertete Aktien sind bei mir grün, teure Aktien sind rot und wir haben heute von den 3 Aktien eine rote, eine gelbe und eine grüne dabei. Also alles mit dabei, alles, was wir aus dem ETF herausgewählt haben. Und vielleicht erzähle ich dann gleich mal ein bisschen was zu dem,
dem Japan-ETF, den wir jetzt haben. Und vor allen Dingen vielleicht auch mal dieser Einblick, wie ich damals auf diesen ETF gekommen bin. Und das war eine relativ profane Suche, wo ich mir Dinge angeschaut habe, ganz normal bei Just ETF vor allen Dingen einzelne ETFs rausgesucht und die dann, weil Arriva für mich dann eben die Adresse ist, wo ich so eine Sachen ganz gerne mit den Charts vergleiche, weil ich die Charts daraus gerne nehme, da mal angelegt. Und ihr seht jetzt, dass alles mit dabei ist. Da ist ein Nikkei von X-Trackers mit dabei, da ist ein JPX Nikkei 400 mit dabei, eigentlich ein sehr, sehr spannendes Indexkonzept. Nikkei 400 für Pensionsbanken mal entwickelt. Es ist ein MSCI Japan mit dabei und es kam auch noch der Wisdom Tree Japan Equity mit rein. So. Und was immer man dann so anstellt, also seitdem die Historie einfach da ist, fiel dann einfach auf, dass dieser Wisdom Tree Japan Equity die beste Performance hatte. Also hier ist es möglich, rückwirkend seit dem 7.8.2018 diese Daten heranzuziehen und die Varianten dieses ETFs oder die Varianten aller ETFs, die hier aufgeführt sind in der linken Darstellungsvariante in einer ungehatchten Form dargestellt. Also da sind keine Währungssicherungsgeschäfte mit drin. Und da schneidet dieser Wisdom Tree eben mit 164% am besten ab und alle anderen Fonds, ob nun Nikkei 225, den wir aus der Tagesschau kennen, der liegt eben bei 139%. Man muss dann immer sagen, auch als Indexwert, also das heißt eine Performance von 64,2%. Hat der Wisdom Tree hier gemacht und der Nikkei zum Beispiel 39,2, der Nikkei 400 hat dann so knapp 50% zugelegt und der MSCI Japan hat 17% zugelegt. Also ein deutlicher Vorsprung. Und was ganz wichtig ist bei Japan Investments, ist, dass die Währung insbesondere in den letzten 2 Jahren eine kolossale Rolle gespielt hat bei diesen Investments. Denn die japanische Währung war eine sehr, sehr schwache Währung. Das können wir auch nochmal an einem Währungschart uns dann vergegenwärtigen, dass seit 2020 es einen dramatischen Wertverlust des japanischen Yen gab. Also es mussten immer mehr japanische Yen dafür bezahlt werden, um 1 Euro zu kriegen. Und das ist eben etwas, was dann Auswirkungen hatte, denn wenn man dann ein Japan-Investment im Depot hat, dann ist diese Wertentwicklung der Währung eine, die einem als Anleger, der investiert ist, schadet. So. Und dagegen kann man sich eben schützen mit sogenannten gehatchten Produkten. Und in meiner Aufstellung waren eben ausschließlich auch Produkte mit einer gehatchten und ungehatchten Variante enthalten. Und die Ansicht, die ihr hier eben habt, in dieser Ansicht seit dem 7.11.2018, ist eben so, dass die währungsgesicherte Variante dieses ETFs von Wisdom Tree 110% zugelegt hat und nicht nur in Anführungsstrichen diese 64%. Und das ist etwas, was hervorzuheben ist, was eine Besonderheit darstellt. Und deswegen ist er für mich auch diese schöne Umsetzungsmöglichkeit, weil ich in jeder Situation, wenn ich eine Japan-Entscheidung treffe, sagen kann, okay, ich bin in Japan. Und die zweite Entscheidung, die man treffen muss, ist eben die der japanischen Währung. Alex, Yen, japanische Währung, überhaupt Währung ist etwas, was bei dir als Weltenbummler und als jemand, der sich in Asien hauptsächlich aufhält, ohnehin ein Thema ist. Wie nimmst du die Währungsveränderungen wahr und wie nimmst du auch das wahr, was du an Währungsveränderungen beim japanischen Yen so gesehen hast? Also ich merke das mehr beim thailändischen Baht als Eselsbrücke habe ich mir mal gemerkt, das kann man ja für jede Währung, also Euro in US-Dollar oder was auch immer, sich mal merken, wenn der Chart so aussieht wie hier im Bild, also der Yen wird praktisch immer, ja, wie sagt man, also für uns günstiger
wir kriegen praktisch für 1 Euro immer mehr Yen. Also vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren gab es ja noch 120 Yen und zuletzt 170. Das heißt, wir haben viel mehr Yen bekommen. Wenn es also so nach oben geht, von links unten nach rechts oben, dann ist das gut, dass wir jetzt hier oben investieren. Wenn wir also uns überlegen, Aktien zu kaufen oder andere Sachen, wir könnten auch in Urlaub fahren, das ist wie eine Investition, du fährst nach Japan und dann wirken die Hotelpreise oder alles, was vor Ort ist, einfach günstiger, weil du für den Euro mehr bekommst. Der Vorteil hat aber auch einen Nachteil. Hast du schon Bestandswerte im japanischen Yen, dann würde diese Entwicklung bedeuten, dass du vielleicht nicht mehr 100 Euro umgerechnet deine Dividende bekommst, wenn du schon Werte hast, sondern mit einem steigenden, wie hier im Bild zu sehen, Chart würdest du weniger in Euro bekommen. Also aus den 100 Euro würden dann vielleicht nur noch 85 Euro werden. Das ist dann praktisch der Gegenzug. Also jetzt kann man eher Werte einsammeln, Geld zu investieren. Und wenn es dann wieder runtergeht, es hat ja schon den leichten Anschein, dass es vielleicht sich mal wieder in die andere Richtung bewegt, dann wird das wieder Zeit zu sagen, okay, ich lasse jetzt Investments in Yen und dann spürst du bei den Bestandswerten, dass dort in Euro mehr kommt. Also statt 100 Euro, wie am Hoch, kriegst du jetzt 105, dann 110 und so weiter. Also eine Frage habe ich hier noch an dich, Tobias. Wie hast du denn in der Vergangenheit dich mit Japan-Investments bewegt und wie siehst du denn die Entwicklung bei dem Punkt? Geht's wieder runter oder bleiben wir auf diesem Niveau? Ja, also Japan-Investments habe ich insbesondere bei einem anderen Produkt von mir, nämlich DZB Portfolio, regelmäßig im Depot. Und das war in der Tat auch Anfang 2024 ein Thema, wo ich mir das Ganze dann intensiver nochmal angeguckt hatte, insbesondere vor dem Hintergrund der Währungen. Den Indexvergleich, den hatte ich schon deutlich länger gemacht, weil ich bereit sein wollte für einen Umstieg. Dabei dann eben auch diesen Wisdom Tree ETF entdeckt. Und in der Tat war es bei mir so, dass ich Ende 2023 diesen Umstieg vorgenommen habe. Also ich bin zu Ende 2023 aus einer währungsgesicherten Variante rausgegangen, habe demzufolge diese extreme Phase, wo der Euro-Yen-Kurs dann eben nochmal auf 175 gegangen ist, also wo man 175 Yen für 1 Euro bezahlen musste, nicht mitgemacht. Und das war auch in der Tat in der Phase etwas, wo die japanische Börse zwar gestiegen ist, aber man in der Tat unterproportional teilgenommen hat. Und das hat sich jetzt durch die Entwicklung der letzten Monate wieder ein bisschen ausgeglichen, sodass ich auf Basis 12-Monats-Vergleich jetzt so plus minus 0 im Performance-Vergleich der beiden Produkte liege. Aber im Moment eben auch sagen würde, aufgrund dieser sehr, sehr hohen oder der sehr, sehr niedrigen Bewertung, die der Yen jetzt mittlerweile hat, würde ich hier in der Tat auch sagen, wir rücken mal den Wisdom Tree Japan Equity in der normalen Variante in den Fokus. Daneben geschrieben ist immer auch nochmal die ISIN und auch die Wertpapier-Kennnummer von der Hedged-Variante, und auf verschiedenen Chartansichten ist dann eben zu sehen, dass in den letzten Jahren vor allen Dingen die gehedgte Variante sehr, sehr gut funktioniert hat. Ihr habt dann einen 5-Jahres-Vergleich im Blick hier im Video und solltet jetzt kurz anhalten, wenn ihr euch das genauer angucken wollt, und habt da zusätzlich noch einen 3-Jahres-Vergleich, wo man dann eben sieht, der Wisdom Tree auch hier performt alles andere aus. 36% gegenüber 16, gegenüber 6 und gegenüber 9% bei anderen Indexkonzepten. Und in der währungsgesicherten Variante sind es dann eben 75% statt um die 40-50%. Also hier dann eben wirklich ein deutlicher Unterschied bei dem, was passiert. Aber Performance ist ja das eine. Wir wollen ja auch gucken, was ist eigentlich das Konzept bei einem solchen Produkt? Was bedeutet dieses Produkt? Und das ist jetzt eben der Teil, wo wir dann mal wirklich auch richtig in den ETF, wie ihr es gewohnt seid, reingucken. Es ist einer, der mit 496 Werten schon eine ordentliche Größe hat, was bei dem Konzept, auf das wir gleich noch ein bisschen eingehen, schon überrascht, dass da dann in Japan auch so viele Unternehmen übrig bleiben. Fondsgröße sind lediglich 134 Millionen, also da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und dieses ganze Konzept, was Wisdom Tree hier für euch aufgelegt hat,
wird mit 0,4% pro Jahr bezahlt. Das ist vielleicht ein bisschen mehr, als es bei dem einen oder anderen dann gibt, aber erstens zeigt der Erfolg, der übrigens seit 2015 besteht. Also der Fonds ist jetzt knapp 10 Jahre alt, oder die Fonds, die ETFs sind da knapp 10 Jahre alt, dass man hier eben auch eine Outperformance generiert, und wenn es dann vielleicht ein klitzekleiner Schnaps mehr ist bei den jährlichen Gebühren, dann kommt man da aus meiner Sicht damit klar. Aber hier ging es vor allen Dingen darum, Unternehmen in die Auswahl zu setzen, die in entwickelten Märkten aktiv sind und die Dividenden zahlen. Und das ist dann relativ breit. Für die sich an ESG-Kriterien stören, da könnte es auch sein, dass ihr euch die Sache noch mal ein bisschen genauer angucken müsst. Denn Unternehmen, die den Global Standard Screening nicht erfüllen oder in problematischen Geschäftsfeldern aktiv sind, also Waffen, Kohle, Tabak und so weiter, diese Unternehmen kommen hier nicht raus. Zum Beispiel die ja in der Tabaksendung immer mal wieder genannte Japan Tobacco, die ist also hier nicht mit drin. Das nächste, was Wisdom Tree hier macht, ist einen zusammengesetzten Risikoscore zu nehmen. Und das ist ja etwas, was dir dann eigentlich sehr entgegenkommt, denn hier werden basierend auf Kennzahlen wie Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite, Bruttogewinn und auch Momentumfaktoren Dinge aggregiert und dann nochmal mit der Dividende, die ein entscheidender Faktor auch für die Gewichtung ist, zusammengebracht. Und das ist ja eigentlich etwas, wo, wenn ich dann an deinen Dividendenalarm denke, etwas ist, wo du sofort mit warm wirst. Ja, ich war selbst überrascht, dass es fast 500 Werte gibt, die dort die Kriterien erfüllen. Wenn man S&P 500 nimmt, dann hat man hier zum Beispiel einen Japan Wisdom Tree 500, die alle Dividende zahlen. Also war selbst überrascht. Die Top 10 machen ca. 31% aus, und wir hatten, glaube ich, vorhin ausgerechnet, die Top 100 waren, wie viel waren es? 80%. Also es sind auch viel Kleinkram dabei. Gut, den ESG-Ansatz muss jetzt nicht zwingend für mich Hauptkriterium sein, finde ich aber grundsätzlich gut, weil es dann eben auch gerade mit Blick auf die Zukunft dort eine gewisse Sortierung an Werten gibt, die es vielleicht auch sonst nicht schaffen würden. Was ich jetzt hier noch gefunden habe, ist, sie nehmen Unternehmen auf, also es ist ja ein Japan-ETF, ja, und schreiben dann, die einen Japan-Umsatzanteil kleiner 80% haben. Also es ist ganz interessant. Ich habe es 3-mal gelesen an 2 verschiedenen Stellen. Hätte jetzt eher gedacht, dass je höher der Japan-Umsatzanteil ist, desto eher ist dieses Unternehmen hierfür prädestiniert. Aber ja, irgendwie darf es dann doch nicht zu viel Japan sein bei diesem. Und das Zweite, was ich gefunden habe, Dividendenansatz, finde ich ja grundsätzlich spannend, aber für mich ist es hier so ein bisschen so wie Berkshire Hathaway. Die kümmern sich um Dividenden, suchen sich geile Dividendenwerte, aber schütten selber keine aus. Also man muss ja sagen, dass es hier ein tesorierender ETF ist. Ich habe die ganze Zeit gesucht, wie viel schüttet er denn aus und so weiter, und habe nichts gefunden, bis ich das natürlich dann gleich gelesen habe. Sollte man zumindest wissen, wenn man auf der einen Seite in Dividenden investieren möchte, aber bereit ist zu sagen, okay, wenn es tesoriert wird. Und bei dem Ergebnis, die der ETF abgeliefert hat, denke ich mal, ist es jetzt hier erstmal keine schlechte Wahl. Ist ja bei Berkshire ähnlich. Ja, das stimmt insofern, dass es, also einmal, lass mich einmal auf die 80% eingehen. Das Spannende ist, dass im Indexleitfaden in der Tat drin steht, also 80% ist so das, was man sich merken soll, hat funktioniert. Und das richtig harte Ausschlusskriterium ist, Unternehmen, die mehr als 82% ihres Umsatzes aus Japan beziehen, werden aus dem Index entfernt. Also das ist genau also dann ist man so ein bisschen bei den 80%, das geht gerade noch so. Und richtig ist, wenn es dann eben mehr wird, dann fliegen die ab der Marke von 82% raus. Also das ist in der Tat schon eine Besonderheit. Und man merkt hier eben auch schon an der Namensgebung Wisdom Tree Japan Equity, dass das Thema Dividende gar nicht so in den Fokus gestellt wird. Und welche wichtige Rolle das spielt, wurde in der Tat dann wird dann erst deutlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Indexkonzept auseinandersetzt, wo dann als zweiter Faktor dann eben noch neben der Dividende dieser Risikofaktor, der aus dem Qualitätsfaktor und aus dem, hier auch immer wieder ein beliebtes Thema, aus dem Momentumfaktor sich zusammensetzt, was dann eben auch bei einem Unternehmen, was wir trotzdem besprechen wollten, dazu geführt
haben scheint, dass diese Aktie eben nicht im Index enthalten ist und damit eben auch nicht im ETF enthalten ist und somit hier nicht stattfindet. Ansonsten ist es aber so, dass es ganz interessant auch war. Ich habe es mir dann mal mit dem MSCI Japan angeschaut und verglichen. Und die Abweichungen bei den Sektoren, so in den Top Fives, die sind relativ überschaubar. Also die Differenzen sind gar nicht so groß. Es sind, also, ja, da sind mal 3 oder 4 oder 5% Abweichung. Aber ob nun, also ein Industriebereich, der eben statt 26,8% eben mit 21 oder 22% gewichtet ist, das habe ich gar nicht so als dramatisch wahrgenommen. Umso überraschender war dann in der Tat dieses Thema Performance. Und ja, bei den enthaltenen Werten, da ist eben eine Toyota im Moment ganz vorne, dann ist eine Mitsubishi und da muss man eben dazu sagen, eine Mitsubishi UFJ Financial, die ist eben auch noch sehr weit vorne mit dabei. Dann kommt eine ganz normale Mitsubishi und wir haben in der Tat dann auch mal nachgeguckt, als wir uns die enthaltenen Unternehmen, die im ETF enthaltenen Unternehmen, alle 496 runtergeladen haben wir festgestellt, dass es in diesem ETF 12 Unternehmen gibt, die Mitsubishi als Namensbestandteil haben. Also auch da wird dann deutlich, wie Japan vielleicht auch segmentiert und verteilt ist. Und das erlebt man ja auch in Südkorea das ein oder andere Mal, wenn man sich mit Samsung-Unternehmen, also mit dem Unternehmen Samsung und auch Teilen des Samsungs-Unternehmens beschäftigt, was dann so ist. Also hier eben ein Dividendenansatz, der mit Risikofaktoren nochmal versehen wird und der ansonsten lustigerweise auch auf etwas setzt, was bei uns eigentlich eher so als Echtgeld-TV-Kriterien bekannt ist. Denn man möchte ein tägliches Handelsvolumen von mindestens 100 US-Dollar Gegenwert haben und man möchte 100 Millionen US-Dollar als Mindestmarktkapitalisierung haben. Erst dann kommt man überhaupt in das Raster der Untersuchungen mit rein, was eben auch nochmal deutlich macht, dass dieser japanische Aktienmarkt eine ganz ordentliche Größe hat, Alex. Absolut. Wie gesagt, ich war selbst überrascht, bin jetzt nicht so tief drin. Bei mir in meinem Dividendenalarm überwachen wir 25 japanische Aktien, die auch eine gewisse Bekanntheit haben. Natürlich sowas wie Toyota, also so viel unbekannte Unternehmen, wie man in dieser Liste hier sehen kann, als deutscher Anleger, hilft dir dann auch nichts, wenn du die alle beobachtest und dann selbst überhaupt keinen Bezug dazu hast. Also wir beobachten 25. Aktuell sind davon 3 günstig. 6 sind teuer und der Rest, muss man mal ausrechnen, wie viel das ist im Moment eher neutral bewertet. Aber alle haben eben auch eine verhältnismäßig gute Dividendenkontinuität, die grundsätzlich in Asien gar nicht so gut ist. Aber in Japan oder auch Singapur finden wir immer mehr Unternehmen, die auf eine gute Dividendenkontinuität Wert legen. Und ich glaube, in 10 Jahren sieht es in Asien auch wieder ganz gut aus. Dann wird es auch in anderen Ländern, von mir aus auch in Korea oder in Thailand, deutlich mehr Werte geben, die auf eine gewisse Dividendenqualität setzen. Ja, und der aktive Ansatz hier, weil du vorhin sagtest, es kostet 0,4%. Ich finde so, wenn andere so 0,3, 0,25 kosten, ich finde so, die machen schon einiges hier für die Auswahl der Aktien, was man ja am Ende dann auch im Ergebnis sieht. Und dann sehe ich das wie du. Das ist für mich dann absolut okay. Ja. Und wenn es für euch um ein Japan-Investment geht, wo ihr euch positionieren wollt, was ihr vor allen Dingen liegen lassen wollt, dann werft vielleicht nochmal einen etwas intensiveren Blick auf diesen ETF. Guckt euch auch die langfristigen Vergleiche an, die für mich dann immer so bei 3 Jahren losgehen und ihr habt die Möglichkeit, euch selber eigene Zeitpunkte auch anzuschauen, wie das Ganze in bestimmten Zeiteinheiten in bestimmten Bereichen funktioniert hat. Ihr könnt euch also auch die letzten 15, 18 Monate angucken. Wenn ihr die Unterlagen runterladet, in dem Moment, wo ihr auf den Chart draufklickt, seid ihr in der entsprechenden Einstellungsmöglichkeit drin und dann könnt ihr eure Einstellung einfach vornehmen und könnt vor allen Dingen entscheiden, ob ihr euch für eine ungehatchte Variante entscheidet oder eben für eine in Euro gehatchte Variante. Und auf der Website von WisdomTree könnt ihr darüber hinaus auch noch andere Hedge-Varianten finden. Das Ganze gibt es auch noch US-Dollar gehatcht und Schweizer Franken gehatcht. Also von daher, da sind viele Möglichkeiten da, egal in welcher Währung ihr quasi denkt, in welcher Währung ihr bezahlt, in welcher Währung ihr
übernachtet und eure Gedanken habt. Ich selber bin im Moment in der, wie gesagt, ungehatchten Variante investiert. Das Ganze schon seit Ende 23 und habe im Moment auch nicht vor, in die gehatchte Variante wieder einzusteigen. Aber das ist eben das Schöne. Sobald man das machen will, hat man hier einen sehr, sehr einfachen Weg, in der gleichen Strategie zu bleiben und dann eben einfach mit Währungsschutz oder ohne Währungsschutz investiert zu sein. So, abschließend zu dem ETF habe ich jetzt noch eine Frage zu dem gehatchten. Wir sehen ja den Verlauf von links unten nach rechts oben. Das heißt, der Yen hat sich ja in den letzten Jahren deutlich abgeschwächt, in den letzten Minimum 2,5. Jetzt ist die Frage, liegt es an einem schwachen Yen oder liegt es eher an einem starken Euro? Wer schiebt hier wen an oder kann man das gar nicht so genau festmachen? Ja, also bei mir ist es so, das geht vor allen Dingen auf eine Japan-Reise auch noch zurück in den späten 10er-Jahren, wo ich mir Japan mal angeguckt habe und wo ich persönlich das Gefühl hatte, dass diese Währung eigentlich überbewertet ist und dass ich nicht nachvollziehen konnte, wie bei einem Staat, der auf diese Art und Weise Schulden macht und der auf diese Art und Weise auch günstige Finanzierungsbedingungen hat, wieso da die Währung Zuflüsse hat in dieser krassen Form. Wo man dann eben einfach sagt nach dem Motto, die Währung war mir an der Stelle viel zu stark. Das hat aber auch noch eine ganze Weile angehalten, nämlich bis Ende 2019 und dann gab es so langsam diesen Dreh. Die Schulden waren dann zwar immer noch günstig, aber der Yen wurde dann eben auf einmal dramatisch schwächer und das ging dann so ab, dass es eben erstmal diese 135er Marke, die relativ wichtig war, rausgenommen hat und dann ja bis in der Spitze auf 175 ging. Wobei ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass diese 160 gar nicht so, also dass dieses einmalige Überschießen bei den 160, was man Ende 23 sehen kann, ebenso den Peak darstellen würde und deswegen eben dann auch mit der Gegenreaktion den Umstieg vorgenommen habe. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht auch mal vorbei. Und jetzt ist man eben in einer Situation, wo überall in der Welt die Zinsen und die Zinsniveaus sich verändert haben und wo man in Japan eben weiterhin sehr, sehr günstige Refinanzierungsbedingungen hat, wohingegen es ja in Europa und auch in den USA deutlich teurer geworden ist. Und mit einer Veränderung der japanischen Notenbank oder der Politik der japanischen Notenbank, nämlich auch Zinsen wieder zuzulassen, hat sich diese Entwertung der japanischen Währung eben jetzt offensichtlich erstmal erledigt, weil man in Japan eben auch sagt, wir müssen auch da mal ein bisschen dagegenhalten, damit unsere Währung nicht komplett unter die Räder kommt. Was ja auch für die Unternehmen wichtig ist, die in diesem ETF enthalten sind, weil sie ja mindestens 20%, eher auch noch mehr außerhalb von Japan erzielen. Und ein Unternehmen, was in der ganzen Welt bekannt ist, ist die erste Aktie, die wir hier besprechen werden. Und diese erste Aktie ist zugleich auch die Aktie, die an Nummer 1 im Fondsvermögen gewichtet ist. Mit 5,16% Anteil am Fondsvermögen ist es die Toyota Motor Company. Und über die, Alex, über die sollten wir jetzt mal ein bisschen reden. Was sind deine Gedanken, wenn du an Toyota denkst, außer nichts ist unmöglich? Also sie haben zumindest ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert. Die letzten 6 Jahre Total Return 175%, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Und da können sich, denke ich, andere Autohersteller mittlerweile eine Scheibe abschneiden. Allerdings ist die Aktie auch schon wieder zurückgekommen, 30% habe ich gesehen. Und auch die Dividendenrendite ist mittlerweile eigentlich attraktiv mit 3,3%. Ich glaube, die ist sonst immer so im 2-Bereich. Und weil wir es vorhin angesprochen haben, Dividendenkontinuität seit 2010 nicht gesenkt. Das ist für asiatische Unternehmen gut. Japanische haben da, wie gesagt, schon ein bisschen Vorlauf zu anderen asiatischen Ländern hier. Und was mir selbst aufgefallen ist beim Anschauen, dass ja offensichtlich hier auch ein Dividendenwachstum zu sehen ist. Also die letzten 5 Jahre gab es hier fast 15% pro Jahr extra. Es wird jetzt ein bisschen abschwächen, weil jetzt auch Toyota ein bisschen Schwäche zeigt, aber man kann immer noch mit mindestens 10% wohl Dividendenwachstum rechnen, im Gegensatz zu deutschen Dividenden, die vielleicht ausfallen, halbiert oder gekürzt werden. Wir wissen es nicht.
Ja, und bei mir selbst in meinem Alarm, in meinem Dividendenalarm ist die Aktie so gelb, an der Schwelle zu grün. Also sie beginnt jetzt gerade günstig zu werden. Ja. Also wenn wir das hier so vor uns sehen, dann ist es ja ein Unternehmen und keine Angst, die Podcast-Hörer bekommen jetzt auch ein paar Zahlen genannt. Im Moment ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis eben bei einer 8. Also vor dem Hintergrund, da bin ich wirklich gespannt, wann deine Ampel auf grün schaltet, beziehungsweise wir haben ja im Gespräch vorher schon ein bisschen darüber uns auch ausgetauscht, ab wann das so der Fall sein wird. Und dafür muss die Aktie noch so etwa 2,50 €, also jetzt kommen ein paar Euro, von mir kommen jetzt Eurozahlen, fallen. Im Moment steht sie so bei 16,30 €. 13,80 war und ist das Alex-Einstiegsniveau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und vielleicht, bevor ich noch ein bisschen was zu Toyota und den Zahlen und so sage, wie kommt dieses 13,80 Niveau für den Einstieg bei dir zustande? Na, bei mir ist es so, wenn eine Aktie neutral bewertet ist, dann schaue ich mir die in der Regel gar nicht an. Und wenn dann ein gewisses Bewertungsniveau, was aus der Historie hervorkommt, also wenn sie früher mal gewisse Bewertungsniveaus erreicht hat, dann möchte ich die Aktie praktisch erst dann wieder auf meinem Schirm haben, wenn die jetzt in der Gegenwart auch wieder eintreffen. Deswegen ist die Aktie jetzt so an der Schwelle, sagen wir mal. Das heißt, ab jetzt beginnt die spannende Phase. Wenn der Kurs jetzt weiter sinkt, dann fällt sie in eine Range. Also ich bin da nicht auf bestimmte Kursniveaus aus, sondern die Range beginnt so, Pi mal Daumen bei 15 € und geht bis 13,80 €. Eine schlechte News, nochmal schlechte Quartalszahlen, dann kann es sein, dass sie da reinfällt. Und dann wäre das durchaus für mich schon mal interessant. Darauf gekommen bin ich, weil ich mir den Chart in Yen angeschaut habe. Und das wäre dann so 2200 Yen bis 2400 Yen. Und ja, beim heutigen Wechselkurs wäre das dann eben die Range ab 15. Das kann natürlich nächste Woche wieder anders sein. Deswegen am besten auch immer in der Heimatwährung schauen, in Yen, den Chart betrachten. Und ja, du hast gesagt Durchschnitt. Ich glaube, der Durchschnitt beim KGV liegt so vielleicht bei 11 oder was weiß ich, 10, irgendwas. Jetzt sind wir bei 8. Ich finde, es ist noch gar nicht so super unterbewertet. Wir wissen ja, zu welchen KGVs auch deutsche Unternehmen im Moment zu haben sind. Aber KGV, da brauchen wir ja Gewinne, oder? Ja, aber noch weisen selbst VW, Mercedes und Ja, BMW welche aus und sind auf der Ebene noch mal deutlich günstiger als absolut, eine Toyota. absolut. Ich bin auch der Meinung, eine Dividende ist ja eine Gewinnbeteiligung für das abgelaufene Jahr. Stellenstreichungen und sonstige Maßnahmen, die ein Unternehmen macht das ja mit Blick in die Zukunft. Also wenn es nach mir ginge, könnte man für das abgelaufene oder ablaufende Geschäftsjahr durchaus auch eine Dividende zahlen bei dem, was dort verdient wurde. Aber ja, mit Blick auf die Zukunft und den Maßnahmen, die dort geplant sind, ist das, denke ich, allein aus moralischer Sicht nicht so gut. Ja, bei den deutschen Unternehmen, bei den Bei japanischen, den Deutschen, und absolut, bei den Deutschen. bei der Toyota ist es in Ordnung, die machen 2 €, jetzt ich wieder in der Euro-Welt, machen 2 € pro Aktie Gewinn, schütten 50 Cent in etwa aus, also von daher eine Ausschüttungsquote, die zumindest mal auf einem Niveau eines Viertels liegt. Und die müssen ja auch investieren, denn Toyota kloppt sich immer so ein bisschen mit VW und darum, wer jetzt eigentlich gerade der größte Automobilhersteller der Welt ist, ich will im Moment in diese Debatte gar nicht einsteigen, wobei ich vermute, dass es eher Toyota ist als Volkswagen und verkauft pro Jahr so 11,1 Millionen Fahrzeuge, davon vor allen Dingen 10,3 Millionen der Marken Toyota und Lexus. Ansonsten gehört auch noch Daihatsu. Das sind diese Kurzgeschosse, die des Öfteren mal auf den Straßen fahren. Ein bisschen größer als ein Smart, aber auch nicht viel länger. Die sind mit dabei. Der Marktanteil in Japan beträgt etwa 52%, in den USA bei immerhin 15%. Und das ist im Übrigen auch was gerade im Moment so ein bisschen bedroht zu sein scheint. Denn just am Abend vor dieser Aufzeichnung, am 26. November, erschien auf einmal auf Bloomberg ein Artikel, der darüber gesprochen hat, dass die chinesischen Automobilhersteller nicht nur bei den deutschen Automobilherstellern für Kopfschmerzen sorgen, sondern auch die einstmals unbezwingbar erscheinenden japanischen Automobilhersteller angreift. Und nicht nur Toyota, auch Honda oder Nissan verlieren in China, in Südostasien erheblich Marktanteile an chinesische Hersteller, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge. Da ist ein Toyota zwar aus meiner Wahrnehmung
gar nicht so schlecht unterwegs, aber sie haben eben sehr, sehr stark und schon sehr, sehr lange vor allen Dingen auf die Hybridtechnologie gesetzt. Und so reine Elektrofahrzeuge gibt es da wenig. Und jetzt beginnt eben genau dieser Turn, dass es vor allen Dingen in die reinen Elektrofahrzeuge reingeht. Und jetzt haben wir ja jemanden, der in Asien ist, von daher Boots on the ground, denn eine Beobachtung, die du auch gemacht hast, die beschäftigt sich auch mit der chinesischen Automobilindustrie, die in Thailand gerade loslegt und auf einmal anfängt, Marktanteile zu gewinnen. Ja, genau. Auch der größte Autohersteller der Welt kommt ins Wanken. Daran sieht man, wie in vielen anderen Lebenslagen, es kommt nicht immer auf die Größe an, sondern auch auf die Qualität oder was auch immer. Bei Toyota ist es so, habe ich gelesen, dass die nur 1,5% der weltweiten Verkäufe Elektroautos verkaufen. Die sind nämlich überhaupt nicht, wie du schon sagst, von ihren Hybridfahrzeugen groß weggekommen und haben sich darum gekümmert, da eine breite Palette anzubieten. Sie haben praktisch in China keine alternativen Fahrzeuge, die sie anbieten können, die vergleichbar sind mit Angeboten von BYD zum Beispiel. Die haben nämlich hier in Thailand eine Fabrik gerade erst eröffnet. Die hat nicht mal 2 Jahre gedauert, wurde das gebaut. Die haben 500 Millionen US-Dollar investiert. Da arbeiten jetzt 10.000 Thais und wahrscheinlich 10 Chinesen. Und das ist südlich von Bangkok in Rayong. Da hat BMW auch ein Werk und auch die Batteriefabrik. Und die werden jetzt im ersten Jahr bereits 150.000 rein Elektrofahrzeuge hier in Thailand produzieren. Und später wollen sie das noch erweitern für Plug-in. Was man jetzt schon sieht hier also unabhängig davon, ob die jetzt da schon bauen oder noch nicht, die BYD-Fahrzeuge sind, wenn du diese futuristisch aussehenden neuen Elektrofahrzeuge siehst, hier würde ich mal sagen, im Straßenverkehr, ob auf Samui, im Festland oder auch auf unserer Insel, also wenn, dann siehst du entweder die Verbrenner, Suzuki, Ford und so weiter, oder diese neuen und dann fast nur von BYD, oder gibt es noch so eine andere Marke, die sieht so komisch aus, komme ich jetzt gar nicht drauf. Aber es ist praktisch nur aus China. Und wenn man überlegt, dass BYD gesagt hat, die bauen jetzt hier nicht nur für den thailändischen Markt, sondern sie bauen sogar die Fahrzeuge, um sie nach Europa zu exportieren. Muss man sich mal vorstellen. Auf deutschen Straßen fahren chinesische Autos, die hier im thailändischen Dschungel produziert wurden. Das macht mich schon auch ein bisschen stolz. Das kann ja manchmal auch damit zusammenhängen, dass in irgendeiner Form Exportabkommen dann möglicherweise mit Thailand günstiger gestaltet sind. Ist ja auch die Überlegung, dass BYD beispielsweise nach Europa kommt, um die Werke dann etwa in Ungarn oder in einem anderen osteuropäischen Land zu fertigen, um dann eben zu sagen, naja, wieso denn? Die werden doch hier hergestellt und das kann in den USA genauso gehen. Genau. Deswegen, Thailand wird sicherlich seinen Beitrag dazu geleistet haben. Sie haben gesagt, wir wollen Investitionen, wir wollen Menschen in Arbeit bringen. Das kann ja im Grunde jedes Land machen und die Bedingungen allgemein so gestalten, dass die Unternehmen eher kommen als gehen und dann entsteht sowas, ja. Ja. Toyota, also vor dem Hintergrund, was ich hier so lese, also auch diese Verlagerung oder die Verschiebung der EV, also der Electronic Vehicle Production in den USA, gab es einen Barron's-Artikel am 3. Oktober, wo es eben um die Verschiebung der Produktion von rein elektrischen SUVs geht. Da spielen angeblich ein paar Designänderungen mit rein, aber das scheint eher andere Gründe zu haben. In dem Artikel ist zwar auch was geschrieben von einem langsamer als erwarteten Wachstum, aber ganz ehrlich, also gerade in dem SUV-Markt, da ist ein gesetztes Absatzvolumen, die Versorgung und auch die Andockmöglichkeiten beispielsweise auch bei Superchargern ist mittlerweile gegeben und da die Amerikaner ohnehin größtenteils in eigenen, also insbesondere dann in den Bereichen der Flyover States, da wo man dann eben auch viel Auto fährt, eigene Häuser haben, eigene Ladeinfrastruktur sich aufbauen können, gehe ich da schon davon aus, dass es eher Toyota-interne Gründe hat, als die Gründe in der Elektromobilität liegen. Nichtsdestotrotz, wir haben auch hier in Deutschland das ein oder andere mitbekommen, was dieses starke Wachstum zunächst noch bremst, aber das sind einfach immer so Wellenbewegungen, auch bei disruptierenden Märkten und dieser Automobilmarkt scheint gerade im Umbruch zu sein und das wird sich dann irgendwann auch in einem gewissen Nachfragestrom entladen. Aber vor dem Hintergrund
ist mir eine Toyota im Moment zwar also günstig erscheint, aber in den Automobilsektor würde ich eigentlich ganz gerne erst dann investieren, wenn ich das Gefühl habe, dass man für die Zukunft auch einigermaßen adäquat aufgestellt ist. Ich meine, ich bin ja in Porsche investiert, ich bin in Volkswagen investiert hier, auch im Echtgeld TV-Depot, teilweise aus ganz unterschiedlichen Ansätzen, aber dieses automobile Risiko, das insbesondere in Verbrennern liegt, würde ich jetzt eigentlich persönlich ungern um eine Toyota erweitern, selbst wenn die Aktie auf 13,80 fällt. Aber du gehst im Zweifelsfall klar nach einem systematischen Ansatz vor und sagst, wenn meine Ampel auf grün springt, dann springe ich mit und gebe Geld rein. Nein, um Gottes Willen. Also für mich muss natürlich die Situation, das Setup von so einem Unternehmen passen. Deswegen bin ich schon seit längerem gar nicht mehr in Automobilwerten investiert. Mich interessieren die in der Tat auch nicht. Es sind einfach zu riesige Summen, was so Forschung, Entwicklung, um dann festzustellen, okay, meine Autos kauft dann keiner. Zum Beispiel bei Toyota ist mir aufgefallen, kannst du mal in deine Liste schauen. Da empfinde ich so die Verschuldung einfach überdurchschnittlich hoch. Das mag ich jetzt auch nicht so. Dann hat ein Analyst gesagt, er sieht Toyota schon seit längerem als der langsamste Autohersteller bei der Einführung von Elektrofahrzeugen. Da denke ich mir, okay, in der heutigen Zeit hat man das Gefühl, man muss immer schnell sein, der Schnellste sein, der Zweitschnellste sein, irgendwie irgendwas auf den Markt werfen. Hauptsache, man ist vorne mit dabei. Den langsamsten möchte ich jetzt auch nicht haben. Die sind vielleicht effektiv, ja, mit ihren Hybrid und mit der Masse an Fahrzeugen weltweit. Aber wenn es jetzt um diesen Switch geht, jetzt haben sie 1,5% seiner Verkäufe sind Elektroautos. Da denke ich mir, wie lange wird es dauern, bis sie da signifikant zweistellig 20-30% schaffen? Das geht nicht von heute auf morgen. Das wird eine ganze Weile dauern. Also für mich wäre das jetzt nichts, wo ich sage, auch wenn die jetzt an diese Kursrange fällt, ja, aber das wäre so für mich das erste Ziel mit der Bewertung langfristig, mit dem, was auch aktuell geht. Ich weiß ja nicht, ob die nächstes Jahr nur noch halb so viel Autos verkaufen. Geplant ist es nicht. Aber im Moment ist das noch einer der Automobilhersteller, der hat schon ordentlich Speck abgegeben, aber denen geht's jetzt nicht schlecht. Ja, das sieht ja bei anderen durchaus auch anders aus. Ja, also ich traue Toyota, glaube ich, mehr zu, vielleicht in 2 Jahren ein deutlich besseres Angebot auf dem Markt zu haben, als vielleicht irgendwie anderen Unternehmen, die vielleicht nur auf Luxus setzen. Ja, also die sich da selber auch irgendwie so zwangssegmentieren. Auf der Analystenseite wird für das im März endende Geschäftsjahr davon ausgegangen, dass es einen Ergebnisrückgang so im Bereich von 10-15% geben wird und dass man bis zum Jahr 2027 wieder an die Erfolge des Jahres 2024 anschließen wird. Da dürfte der Gewinn pro Aktie dann wieder so in einer Euro-Darstellung, was natürlich dann auch wieder vom Wechselkurs abhängt, von 2,10 € liegen und von daher dann wieder in dem Bereich sein. Aber nochmal, die Risiken sind hier eben auch klar zu benennen. Und mir wäre da deutlich lieber, wenn ich dann irgendwie mal eine positive Nachricht bekomme, dass Toyota jetzt mit einer Elektrooffensive kommt und zwar nicht wie Volkswagen oder andere Automobilhersteller im Jahr 26, 27 oder 28, sondern nach Möglichkeit eben dann doch schon in 25, weil es ihnen gelungen ist, irgendwas nach vorne zu ziehen. Und das sollte es zu Toyota gewesen sein. Und das zweite Unternehmen in diesem Japan-Schwerpunkt ist ein alter Bekannter. Und ein alter Bekannter, den wir hier schon mehrfach besprochen hatten, insbesondere seit Warren Buffett in Itochu eingestiegen ist und seitdem Christian nicht müde wurde, auch festzustellen, dass er in diesen Wert schon vor Warren Buffett eingestiegen war und eben auch immer noch, soweit ich weiß, da investiert ist. Das können wir Ihnen bei einer der nächsten Sendungen ja auch nochmal fragen, wie es da gerade bei ihm steht. Aber Itochu, ein Unternehmen, was im Import, Export, Handel unglaublich viel Umsätze schreibt und unheimlich breit aufgestellt ist. Also da geht's um Textilien, Maschinen, Metalle, Mineralien, Energie, Chemikalien und auch Lebensmittel. Und in all diesen Bereichen ist man mit aktiv, auch im Immobilien- sowie im Informations- und Kommunikationssektor ist man mit dabei. Und wenn man so auf die Umsätze guckt, wie sie sich seit 2019 verändert haben, dann reibt man sich ein bisschen verwundert die Augen.
denn da tut sich gar nicht so viel, und stellt dann fest, naja, also ist jetzt zwar auch in Euro und wird auch Währungseffekte dann sicherlich haben, aber nichtsdestotrotz ist es hier eben so, dass in der Euro-Variante es relativ gleichbleibend gewesen ist. Da muss man mal sehen, was passiert, wenn der Yen dann auf einmal seine Schwäche ablegt und auf einmal stärker wird. Dann tut sich da sicherlich auch einiges. Aber was dem Unternehmen schon gelungen ist, und das sieht man dann in der unteren Zeile des ersten Blocks, ist die Nettomarge deutlich zu verbessern. Denn im Jahr 2019, als man das erste Mal dann jenseits auch dieser Größenordnung von 90 Milliarden US-Dollar, Milliarden Euro Umsätze vermeldet hat, war die Nettomarge noch bei 4,31% und mittlerweile ist sie eben bei 5,7% bezogen auf die letzten 12 Monate. Und eine Sache, die ebenfalls auffällt: Multiple Expansion ist ja ein Wort, was wir bei Echtgeld TV quasi seit Anfang an immer wieder benutzt haben, weil sich Multiples über bestimmte Zeitabläufe hinweg ausgeweitet haben, vergrößert haben, weil man die Gewinne mit einer höheren Zahl multipliziert hat. Das war insbesondere bei amerikanischen Aktien der Fall, nicht so sehr bei europäischen und in lange Zeit auch nicht bei japanischen. Das ist jetzt hier anders, denn was wir hier sehen können, ist, dass bis 2018 das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einer Itoshu ganz, ganz lange Zeit so im Bereich zwischen 6 und 8 hin und her geschwankt ist. Ja, da gab es mal einen Rausreißer in 2010, aber den gab es in der Variante mit 12,2. Und wenn man das mit dem unteren Rausreißer im März 2009 vergleicht, wo das KGV nur 4 betragen hat, dann ist es im Durchschnitt quasi bei einer 6. Und bei 7,5, 4,8, 6,7, da lagen KGVs relativ lange. Und das hat sich geändert, insbesondere Anfang 2024 und ging jetzt auch weiter bis in den November, wo wir dann eben auf Basis der Septemberzahlen, also der Halbjahreszahlen für das aktuell laufende 24-25er Geschäftsjahr, eben einfach sehen, dass auf Basis der jetzt vorliegenden 4 Quartale und der jetzt aufsummierten 4 Quartale mit Gewinnen von $4,13 das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht mehr bei 7, 8, 9 oder 10 ist, sondern bei 13,5. Und das ist im Vergleich eben schon etwas, was ungewöhnlich ist. Damit ist die Aktie für mich, der ja auch in Itoshu investiert ist, nicht zu teuer. Aber ganz interessant ist, was Alex gleich aus seiner Perspektive zu diesem Wert sagt, denn ich habe jetzt Multiple Expansion angesprochen und das ist etwas, worauf sein Dividendenalarm schon reagiert. Genau, das ist bei mir praktisch die Aktie, die rot leuchtet. Also zumindest muss man sie nicht gleich verkaufen. Man sollte sich zumindest mal damit beschäftigen, warum ist die Aktie teuer und vor allem, welches Potenzial hat sie noch und ist das jetzt so eine Neubewertungsstory? Können wir jetzt in Zukunft die 13 als Durchschnitt sehen, beim KGV zum Beispiel, und wir sehen dann immer, die pendelt drum herum. Sie ist mittlerweile auf einem 6-Jahres-Hoch, oder du hast es ja gerade gesagt, sogar ein paar Jahre länger, da war man schon lange nicht mehr. Und wenn man sich so die Zahlen anschaut, beim Umsatz und beim Gewinn, soll die Dynamik der letzten Jahre abnehmen. Also was heißt abnehmen? Die Dynamik ist weg, das heißt, es wird immer noch ein Umsatz- und Gewinnwachstum sein. Aber wenn die Dynamik nachlässt, dann kann es durchaus sein, dass auch bei der Bewertung da ein bisschen Luft abgelassen wird. Wir pendeln jetzt da schon auf diesem Niveau fast ein Jahr. Und davor ist man kontinuierlich alle paar Monate immer weiter nach oben gestiegen. Es ist die Frage, bleibt sie auf dem Niveau, also von der Bewertung her läuft sie seitwärts, oder kann sie einfach nur die Gewinne anheben? Und wenn die Gewinne stagnieren, dann ist die Frage, wo sollen die Gewinne und Umsätze dann herkommen? Einfach nur, also das, was wir jetzt sehen, was wir erwarten, ist ja zu großen Teilen oft eingepreist. Also du hast ja die Tabelle gesehen, welche Margenentwicklung es gab und welche kommen soll und wird. Wir sollen ja wahrscheinlich wieder bald über 6% sein. Ich kann davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, ich zumindest, da ich das immer so als Gummiband sehe, ne, wenn man sagt die Mitte und jetzt gehen wir mal nach oben auf 13, dann kann man da eine Weile verharren und dort included könnte durchaus auch sein, dass wir die Margen und die Gewinne
dort schon eingepreist haben. Also für mich fehlt so ein bisschen so, wie geht's denn da weiter? Wo sollen denn jetzt noch mehr Umsätze herkommen? Eine Idee ist jetzt, die ich gelesen habe, da geht es um die Übernahme von 7-Eleven. Das ist ja der weltweit größte Convenience Store, auch aus Japan. Und die haben jetzt ein Angebot von der kanadischen Couche-Tart bekommen. Oder Couche-Tart oder Couch. Couch klingt viel besser. Couch-Tart. Wie spricht man die aus? Aber ist gut Start. Okay, schade. Couch fand ich jetzt doch ein bisschen besser. Die haben ein Angebot abgegeben. Und jetzt ist es ganz komisch, das sieht man auch oft, glaube ich, nur in Japan habe ich das mal gelesen, dass sich jetzt die japanischen Unternehmen zusammentun zu einem Bündnis und sagen, bevor da jetzt ein Kanadier kommt und unser japanisches Musterunternehmen übernimmt, dann tun wir uns doch selber zusammen. Man muss sagen, Toshu hat Family Mart als Convenience Store. Das sind die beiden größten, die es gibt. Und zusammen würden sie einen Marktanteil von über 70% haben, was sicherlich auch Kartellfragen dann aufkommen lässt. Aber es finden sich offensichtlich in Japan 20 Unternehmen, die jetzt ein Bündnis schmieden und jeder gibt seinen Teil hin, so dass praktisch Itoshu ca. 20% Anteil hat, um 7-Eleven zu übernehmen. Und das ist jetzt ziemlich aktuell. Die letzten Tage kann man ja mal verfolgen, wie es dort weitergeht. Das gab's übrigens im letzten Jahr schon bei Toshiba. Da ging es wohl Toshiba nicht so gut und auch hier gab es dann ein Konsortium aus japanischen Unternehmen, die dann praktisch Toshiba übernommen haben und keine Ahnung, wie das dann weitergeht, ob die das dann in den nächsten Jahren sich anders aufteilen, aufspalten, splitten, keine Ahnung. Aber zumindest in dem Fall möchte man eine ausländische Übernahme eines kanadischen Unternehmens vermeiden und dann doch lieber das in der Familie belassen. Ja. Mal gucken. Also dein Rot, was du hast, wird im Moment nicht durch den Trend im Grunde genommen unterstützt. Da sind ein paar Sachen mit dabei, wo ich zum Thema stagnierender Gewinn noch was zu sagen will. Nämlich erstens, dass die Analystenschätzungen diese Meinung nicht so richtig teilen. Also die gehen schon bis 2027 auch noch von jetzt nicht extrem dynamisch, aber zumindest so im Bereich von 3-6% pro Jahr steigenden Gewinnen aus. Auch the message from the chairman and CEO von Anfang April geht in die Richtung, dass the brand new deal, da geht es um Gewinnsteigerungen, mehr Aktionärsrenditen und neue auch nicht nur Umsätze, sondern eben auch neue Rekordgewinne. Es gibt eine zweite Komponente, die ich schon genannt habe im Grunde genommen, die jetzt aber wieder relevanter wird. Also vielleicht gehen wir nochmal zurück in das Jahr 2019, als Buffett in diese 5 größten japanischen Handelsunternehmen investiert hat. Auf dieses Portfolio hat er inzwischen irgendwie so 400% Performance gemacht und hatte im Februar, da erschien ein Artikel im Barron's, wo das dargestellt wurde und ich glaube, wo wir auch darüber gesprochen haben, Christian und ich, so ein Paketaufschlag von 400%, lag damals schon 8 Milliarden vorne. Ja, und wenn wir uns angucken, was seitdem passiert ist, dann sind die Unternehmenspreise dann eben eher nochmal weiter gestiegen. Also mittlerweile sind es vielleicht keine 400% und 8 Milliarden, sondern vielleicht 500% und 10 Milliarden US-Dollar an Profit mehr. Und Buffett hat auch nochmal die aktionärsfreundlichen Strategien der Unternehmen gelobt, auch dass es so langsam aber sicher mit Aktienrückkäufen losgeht und dass sie ihre Rücklagen anfangen zu verwenden und von daher sich etwas stärker dem ganzen Thema des weltweiten Kapitalmarkts öffnen. Besonders spannend in dem Zusammenhang und auch dazu gab es Anfang Oktober ein Artikel, Warren Buffett's Bond Sales Signal, he's preparing to pick up Japanese stocks. Denn schon im April 24 hat er Anleihen im Gegenwert von 263 Milliarden Yen verkauft. Also ist jetzt in Yen liquide. Und er redet ja ganz gerne immer von dieser Elefantenbüchse. Nun ist 263 Milliarden Yen natürlich was ganz anderes als 325 Milliarden US-Dollar, was ja die eigentliche Liquidität ist. Also das ist eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil er hat ja so viel Liquidität, dass er sich eigentlich auch gar nicht verschulden muss. Aber er ist jetzt zumindest mal in der japanischen Währung in Cash liquider
und kann da eben auch noch das eine oder andere kaufen. Also von daher würde ich auch nicht darauf wetten, dass diese Multiple Expansion Phase bei einer Itoshu vorbei ist, wobei ich auch sage, mit Blick ins Echtgeld-TV-Depot, wo wir hier ja sehen, wie die Aktie in den letzten 12 Monaten um 25% zugelegt hat, wie sie auch gesagt hat, also jetzt hier in dieser Phase seit etwa Februar, da ist die von Alex angesprochene Stagnationsphase. Aber wir haben ja hier auch schon eine Position, wo Käufe stattgefunden haben, wo wir auch Ausschüttung bekommen, aber wo es hier eben eine Position gibt, die aufgebaut ist und wo es im Grunde genommen da auch jetzt eine schöne Positionierung ist. Ich habe im April 23 gekauft, ich habe im Juni 23 nochmal nachgelegt. Die Position ist jetzt insgesamt mit 40% im Plus. Im Moment muss ich auch auf Basis der Gewichtung innerhalb des Echtgeld-TV-Depots nicht nochmal da einen drauflegen. Das wäre in der Tat vielleicht dann eher mal bei einem Kursniveau vielleicht nochmal unter 40 € der Fall. Aber verkaufen muss ich in dem Umfeld aus meiner Sicht eben auch nicht. Wie ist es bei dir, wenn die rote Lampe angeht, Alex? Ist das dann ein Wert, also wenn du die Itoshu hättest, würdest du sie jetzt verkaufen? Nee, sie kommt jetzt durch die rote Lampe, also ist jetzt kein Aktivitätssignal, sondern eher so ein Erinnerungssignal. Sondern jetzt weiß ich habe eine Aktie im Depot, die offensichtlich historisch gesehen auf einem Niveau ist, wo sie selten ist. So muss man es vielleicht formulieren. Und dann ist es eben die Aufgabe zu prüfen, warum ist das so? Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass es signifikante Punkte gibt, die für eine Neubewertung sprechen oder was auch immer. Und dann beschäftigt man sich damit und hier zum Beispiel würde ich jetzt nicht direkt verkaufen, sondern ich würde dann eher, wenn sie jetzt gerade beim KGV, weil wir darüber gesprochen haben, wenn sie dort an der oberen Kante mal ausbricht, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie das wirklich schafft, vielleicht auf 14 oder so geht, dann würde ich die durchaus absichern. Ich sehe das immer so, ich will sie ja günstig kaufen. Wie sicherst du dann ab? Indem wenn du sagst absichern, was bedeutet das bei dir? Machst du das sind dann aktive Stops. Take-Profit-Order rein oder sowas? Das sind aktive Stops, ja genau. Und dann ist es für mich, also ich gebe das praktisch in den Markt, wenn der Kurs dann zurückkommt und auf mein Niveau fällt. Und man braucht halt einen gewissen Spread, damit du nicht gleich morgen früh wieder ausgekegelt wirst. Du musst jetzt schauen, was hat die Aktie für eine Volatilität und dann findet man einen guten Punkt, wo man sagt, okay, wenn sie jetzt dahin zurückkommt, dann würde ich sie verkaufen. Und je nachdem, wie viel Potenzial man hier sieht, wie gesagt, ich sehe kein großes Potenzial. Es ist normal. Wir kommen jetzt hier zurück zu einem normalen Wachstum, einem normalen, geringen Wachstum. Auch das Dividendenwachstum war immer, also was habe ich hier gesagt? Dividendenwachstum, lass mich schauen. Hier, also Dividendenwachstum soll nur noch 3-5% sein. Also das geht alles irgendwie aus der Dynamik. Ich glaube, der letzten 3 bis 5 Jahre kann man es gut sehen. Und da kommen wir jetzt langsam wieder in so eine Art, ja, keine Ahnung, ob wir da nur ruhen und danach wieder dynamisch starten. Ich sehe das eher als Gummiband. Wir drücken jetzt gerade nach oben, alles ist positiv, nichts ist schlecht, alles ist mega gewesen und Margen verbessern sich und so weiter. Und deswegen wird die Aktie so bewertet, wie sie ist. Aber starke Werte könnten das lange aufrechthalten. Und dazu zähle ich jetzt eher Itoshu. Und schwache Werte sind ja vielleicht nur ein Jahr oder weniger. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, wir bleiben auf dem Bewertungsniveau. Aber rein kurstechnisch wird sich da nicht mehr viel tun. Ergo fehlt mir das Kurspotenzial oder der Total Return. Die Dividende ist jetzt hier nicht allzu hoch mit 2,6 oder so müsste die ungefähr sein. Da ist jetzt auch nicht so viel zu holen. Das heißt, wenn ich die Aktie 2 Jahre auf dem Niveau im Depot habe, dann fehlt mir da Performance. Also denke ich mir, wenn die nochmal einen Schnaps nach oben macht, positive Börsenstimmung, irgendwie Trump hat irgendwas gesagt, was den Japanern hilft, dann würde ich da beginnen, mit Stops zu arbeiten und dann werde ich irgendwann rausgekegelt und finde dann vielleicht so Aktien wie unseren dritten Kandidaten, der heute oder in der nahen, vergleichbaren Zukunft, wenn das eine im Januar, das andere im Februar passiert, also in der näheren Umgebung dann auf einem anderen Niveau ist genau das Gegenteil, nämlich günstig, dann ist es für mich ein viel größerer Effekt, weil das Potenzial bei einem günstigen Wert auf Sicht der nächsten 3 bis 4 Jahre, werden wir ja auch gleich sehen, deutlich, deutlich höher ist, als hier oben, wo dir der Saft ausgeht, wo du denkst, ja, die ist stabil und so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ab heute gesehen, von dem Niveau, wo wir sind,
in den nächsten 2 Jahren mit dem, was dort an Erwartungen kommt, nicht viel mehr beim Kurs sehen werden. Ja, und das ist eine Aktie, die Daikin-Aktie, die haben wir im August gerade erst hier besprochen. Da habe ich sie dann auch gekauft, weil sie in der Tat etwas gemacht hat, was du auch angesprochen hast. Du sagst, in deinem System war sie zu teuer, dir war sie zu teuer. Auch wir hatten es hier bei Echtgeld TV schon mal in 2022 besprochen, wo es um das, also dass es ein tolles Unternehmen ist. Also es geht um Klimaanlagen, also es geht in den gesamten Bereich Heizung, Lüftung, Klimatisierung, wo Daikin eben Anlagen bereitstellt, die sowohl für Wohn- als auch für Gewerbegebäude geeignet sind, wo man mit Nordamerika, mit Japan, mit China, mit Europa 4 große Märkte hat, wo sich Großteile des Umsatzes drauf verteilen. Wer das Ganze nochmal in der ausführlicheren Variante mit Jonathan sehen will, der guckt nochmal in die August-Sendung rein. Wir haben da, ich muss jetzt direkt mal gucken, zu welchem Kurs wir seinerzeit am 14.8. gekauft haben. Naja, bei 10 Stück und 1.103 € lässt sich das ja netterweise ganz nett im Kopf ausrechnen. 110,30 habe ich damals also bezahlt. Im Moment ist die Aktie einen kleinen Schnaps im Plus, aber vor allen Dingen sehen wir hier schon mal etwas, was du, Alex, ja schon angesprochen hast, also dass das Thema schon länger eins ist, aber dass es auch bei einer solchen Gesellschaft im Zuge von Corona, von Home Improvement Investitionen und der Erwartungshaltung, das kann jetzt eigentlich immer nur so weitergehen, auch mit der Aktie, nur immer so weiterging. In einem Euro-Kursrausch hat sie sich befunden bei 211 €. Jetzt notiert sie knapp 50% darunter, ist immer noch mit einem Kursgewinnverhältnis im Bereich der 20 unterwegs. Also für das Jahr 25 werden jetzt 5,50 € umgerechnet an Gewinn pro Aktie erwartet. Also das ist ja auch eine Konstellation, wo man dann ganz gut unterwegs ist. Im Moment sind es bezogen auf die letzten 12 Monate auch schon 5 €, womit man dann bei einem aktuellen Kursgewinnverhältnis von 22 ist. Jetzt hatten wir eben die Itochu, die mit einem 13er KGV zu teuer war. Jetzt weiß ich ja, dass du so eine Preisrange hast, wo du sagst so 105 bis 110. Da ist so ein ganz interessantes, so eine ganz interessante Ebene. Wenn wir jetzt mal diese 5,50 € nehmen, würden 5,50 € ja dafür stehen, ja, und ich weiß, Währungsveränderungen lasse ich damit erst mal komplett außen vor, aber es steht ja dann für ein 20er KGV. Also bei Itochu ist dir ein 13er KGV wegen der Historie, die niedriger war, zu viel, aber bei einer Daikin sagst du, und da können wir ja auch sehen, dass einiges an Bewertungseinheiten, insbesondere in den letzten Jahren, deutlich darüber war. Da ist eine 20 für dich in einem Bereich, wo du sagst, da könnte es eigentlich ganz interessant werden und da wirkt diese Aktie auf dich im historischen Vergleich einigermaßen preiswert. Ja, weil man nicht Äpfel mit Kirschen vergleichen kann. Wir schauen eben, also du müsstest jetzt praktisch ein vergleichbares Unternehmen nehmen wie Daikin, vielleicht den zweitgrößten Klimaanlagenhersteller oder irgendeinen vergleichbaren Industriewert. Und bei Itochu eben ein Handelshaus, ja, ist ja auch ein Konglomerat. Da ist viel drin, viel wert, aber wird oft nicht bepreist. Die kann man nicht miteinander vergleichen, mache ich auch nicht. Also wenn, dann kann man BMW und Mercedes vergleichen, das macht absolut Sinn. Hier schaue ich mir die Historie an und weiß, bei Itochu, da kannst du in die Vergangenheit gucken, man wurde dies letzte Mal für 13 bis 15 KGV bewertet. So, und wenn ich hier schaue, wir sind jetzt am 6-Jahrestief bei Daikin, da ist 20 in den letzten Jahren der absolute Tiefpunkt. Also wir können auch noch bis 15 gehen, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier nur die Ansicht bei mir bis 2019 oder Ende 18. Damals waren wir bei 16. Also wenn du danach gehst, könnte man sagen, okay, da ist noch Luft. Die hat jetzt viele Jahre, seit 21 an Bewertung verloren. Die Dynamik im Verlieren dieses Abschwungs lässt jetzt nach. Ich würde mal sagen, das gesamte Jahr sind wir ungefähr in einer engen Range zwischen 20 und vielleicht 28, 26. Und wenn ich mir dann den Yen-Chart anschaue, dann denke ich, was ist denn da in der Nähe, was können wir denn so erreichen? Und da habe ich mir dann ausgerechnet, muss ich gerade mal scrollen, umgerechnet dann wieder in Euro, dann wären wir so bei 105 bis 112, wo ich sage, okay, dann wäre sie wirklich auf einem Mehrjahrestief und ich schaue halt nicht die letzten 20, 30 Jahre, sondern immer so
Also je nach Unternehmen, je nach Branche, so 7 bis 11 Jahre, das ist für mich so interessant. Davor gab es Faxgeräte, hatte ich dir ja vorher gesagt. Weißt du, es hat sich in den letzten Jahren einfach viel getan bei den Unternehmen. Ich kann nicht, wenn man früher mit Faxgeräten gearbeitet hat, heute die Rentabilität, wo die Leute mit KI arbeiten, so 1:1 direkt vergleichen. Also nimmt man so die letzten Jahre, was war da so möglich? Ich will ja mit meinem Dividendenalarm, mit meinen Signalen ja auch eins machen, regelmäßig Aktien kaufen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich warte jetzt auf das 30-jährige Tief bei einem Unternehmen, ja, bei Johnson Johnson zum Beispiel, sondern ich gucke eher, wann sind Bewertungshochs oder Bewertungstiefs, die vielleicht alle 5 bis 7 Jahre kommen. Und da muss man eben auch mal so vielleicht 11, 12 Jahre in die Vergangenheit gucken. Und hier muss ich sagen, also was mich selber so ein bisschen wundert bei Daikin ist, die sind ja schuldenfrei, also die sind ja eigentlich Marktführer, die haben Wachstum. Also ich weiß auch nicht so genau, was das Thema hier ist, warum die Aktie so viel abgenommen hat. Das heißt, sie haben ja Kapazitäten, aber sie können sie im Moment nicht verkaufen, weil eben die Häuser nicht mehr gebaut werden. Indien sage ich, China, Immobilienkrise in Deutschland. Also überall, wo Klimaanlagen gebraucht werden, hält man sich vielleicht ein bisschen zurück und sagt, okay, jetzt sind die Preise noch gestiegen für sämtliche Materialien. Die Daikin deckt zum Beispiel die gesamte Wertschöpfungskette ab. Wenn die da eine Kühlflüssigkeit reinmachen, dann ist die auch aus dem Hause Daikin. Und so müssen sie halt einfach dafür sorgen, dass viel verkauft wird. Ansonsten Payout-Ratio, selbst Dividendenwachstum ist zweistellig. Also ich weiß auch nicht, was hier los ist, warum die Unternehmen oder der Aktienmarkt praktisch dieses Unternehmen nicht kauft. Aber ich gehe davon aus, es kommt irgendeine komische News oder weiterhin fehlt das Wachstum, dass die Aktie in diese Range fällt, vielleicht 105 bis 112, wobei ich immer, wie gesagt, in Yen gucke. Und dann ist es für mich okay, dann ist sie auf einem Mehrjahrestief. Die Aktie geht's echt gut, die haben einen steigenden Free Cashflow. In 2 Jahren soll der Free Cashflow die Investition übersteigen. Das heißt, die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Wie du schon vorhin gesagt hast, japanische Aktien sind nicht bekannt für Aktienrückkäufe. Ich glaube, bei Daikin ist auch nicht viel mit Aktienrückkauf. Hier hätte ich gesagt, komm, es ist wirklich günstig. Kauf doch mal von dem ganzen Free Cashflow, der da jetzt übrig bleibt, einfach mal zurück. Aber sie investieren jetzt lieber, zum Beispiel in Indien. Das ist für sie so ein Wachstumsmarkt, weil du hast es vorhin, glaube ich, gesagt, der Hauptmarkt ist Amerika. Und dann kommt Japan, Asien und China zusammen mit 42%, Amerika 34%, aber nur China ist eigentlich nur 12%. Das heißt, so viel kann in China gar nicht kaputt gehen, dass hier Daikin so doll leidet wie aktuell. Und sie haben gesagt, dass Indien für sie viel, viel interessanter ist. Und sie haben gesagt, also der CEO hat gesagt, dass etwa 93% der Menschen in Indien, ich finde es mal spannend, wie die das ausrechnen, noch keine Klimaanlage besitzen. Da denkt jeder Deutsche, ja gut, ich habe auch keine. Aber in Indien ist halt Durchschnittstemperatur 30 Grad und durch den steigenden Wohlstand rechnet man sich da extreme Umsatzanstiege. Ich glaube 40% waren das im letzten Quartal. Das geht da richtig ordentlich zu und deswegen kann ich so ein bisschen das nicht nachvollziehen. Wachstumsperspektive ist da, okay, die Leute müssen natürlich die Dinge auch kaufen. Aber dem Unternehmen geht es nicht schlecht. Wie gesagt, schuldenfrei, steigender Free Cashflow. Es ist nur eine Frage des Wann und nicht des Ob. Und deswegen ist es für mich ein extrem gutes, günstiges Unternehmen. Und wir sind ja, glaube ich, bei 114 Euro. Also wir stehen ja praktisch kurz davor. Wir sind minimal über deinem Limit und von daher. Ja, also man kann die auch. Wir hatten es eben beim letzten Mal ja auch schon. Beim letzten Mal habe ich sie auch gekauft und von daher der Turn, der ist hier jetzt da. Wir hatten ja auch mal mit Jessica Schwarz an der Sendung, wo es um dieses Thema geht, greife nicht an ein fallendes Messer. Ich mache es jetzt hier einfach mal in der Tat so, dass ich mal die nächsten 10 in der Tat reinlege und dann hier jetzt in der Tat auch dann mal ein Limit mit reinpacke. Aber ich glaube, euer letzter Kauf war ja auf ähnlichem Niveau, ne? Ist also, ja. Hast du nichts verloren, nichts gewonnen? Ja, das sind ein paar Prozent, aber das ist ja in Ordnung. Also das ist ja nicht schlimm. Das ist ja ähnlich wie du es auch machst, dass man einfach mal die nächste Tranche dazu kauft und ich gebe jetzt einfach mal vielleicht gebe ich mal sogar als Limit die 109,7 ein. Dann sind wir im Zweifelsfall so unterwegs, dass ich einmal die 1103, die es glaube ich jetzt waren, ausgegeben habe, einmal 1097, dann sind es zusammen 2200.
Und dann habe ich einen glatten Einstiegskurs und dann soll dieses Limit da einfach mal so rumliegen. 109,7 habe ich einen glatten Einstiegskurs. Bei 109,7 habe ich einen glatten Einstiegskurs bezogen auf die dann 20 Aktien, die ich dann habe. Ja, natürlich. Das passt schon. Und ansonsten ist auch in Ordnung. Also die Position ist eben da und das hattest du ja jetzt auch schon. Man kann ja auch in Tranchen kaufen. Mache ich auch. Das machen wir ja absolut, einfach. Ansonsten, also bei den Aktienrückkäufen, da würde ich mich schon einigermaßen vehement gegen wehren wollen. Also bei einem 20er KGV finde ich nicht, dass ein Unternehmen, wenn es Cash-Überflüsse hat, Aktien zurückkaufen sollte, sondern da würde ich ja erwarten, dass es dann Dividenden gibt. Aber wenn es dann wirklich in einen deutlich niedrigeren Bereich geht. Bei mir ist es so, wenn ein Unternehmen günstig ist, dazu sind wir ja bereit, oder haben wir ja verstanden, dass das Unternehmen günstig ist. Also ich sehe es zumindest so. Es geht immer noch einen kleinen Schnaps, aber wir sind im unteren Level der letzten Jahre. Das finde ich schon mal super interessant. Und dann sage ich auch, dann sollen die auch ihre Aktien zurückkaufen. Also was mir nicht hilft, ist, wenn Itochu jetzt kommt und sagt, bei 13 die letzten 10 Jahre nie dagewesene Bewertung und sie fangen jetzt an zu kaufen. Das mag ich dann eher nicht so. Dann sollen sie mir lieber eine Sonderdividende ausschütten, zum Beispiel. Du kannst noch mal kurz den Chart zeigen von Daikin. Also den, wo dieser, ein bisschen länger, Max von mir aus, ja. Da sehen wir ja schön diesen Berg. Du musst dir vorstellen, knapp über dem Niveau, wo wir jetzt sind, alles, was da drüber liegt, sagen wir mal 115, 120, ich habe jetzt nicht den genauen Wert, dann erscheint diese Aktie bei mir in meinem Auswahlsystem, in meiner Excel-Liste, wie man so schön sagt, erscheint die gar nicht. Ich sehe die gar nicht. Ich komme gar nicht auf die Idee, mich mit Daikin zu beschäftigen, während sie, keine Ahnung, das ist so klein, 190 € gekostet hat. Weißt du? Dann fällt sie irgendwann auf ein Niveau, wo mein System sagt, jetzt kommen wir langsam, ne, dahin, so wie beim Fußballspiel, wo die ersten nach 5 Minuten vor Spielende das Spiel verlassen, damit sie der Erste in der U-Bahn sind. Das heißt, ich bekomme die Möglichkeit, jetzt erst zu agieren und spare mir praktisch diesen ganzen Puckel in den letzten Jahren, mir die Aktie zu kaufen, weil sie da einfach nicht dieses Niveau hat, wo sie oftmals in der Vergangenheit immer mal wieder, warum auch immer, angekommen ist. Und dann ist eben die Spalte oder die Spanne, in der man sich mit der Aktie beschäftigt, gar nicht mehr so groß. Vielleicht 15-20%. Aber dann sage ich mir, habe ich die Aktie vielleicht für 115 oder jetzt 112 bis 105 in der Spanne gekauft, habe sie vielleicht 3 Jahre nicht im Depot gehabt, aber habe mir auch Verluste von, kannst du an der Spitze da sehen, entsprechend gespart. Und deswegen finde ich das extrem spannend. Wenn ich was nicht sehe, macht mich das nicht heiß. Also konzentriere ich mich nur auf die Ampelwerte, die grün sind, auf die Signale. Und alle, die rot sind, gut, die gucke ich mir an, wie bei Itochu, ob die dann teuer sind, aber nur, wenn ich sie im Depot habe. Und alles andere, was gelb ist, na, da wartest du ja auch an der Ampel und läufst nicht los. Ne? Warum machst du das am Aktienmarkt? Ja, also um Gottes Willen, der Ansatz ist ja grundsätzlich in Ordnung. Du hast deine Ampel, andere haben da, also ich gucke mir in der Tat andere Formen von Historien an. Aber wir sind da ja lustigerweise bei dem Ansatz, dass wir auch ganz gerne preiswert einkaufen, sind wir ja ziemlich nah beieinander. Also da geht's um Nuancen. Deswegen ist es ja auch interessant, dich hier zu haben. Und deswegen ist es eben auch interessant, dass du im Grunde genommen das, was Jonathan und ich bei Daikin rausgearbeitet haben, also sowohl im Jahr 22 als auch jetzt in der Sendung in diesem Jahr, was dann zu einem Kauf geführt hat, bei dir bei einem ähnlichen Ergebnis bist. Und wenn wir beim Thema Aktienrückkäufe unterschiedlicher Meinung sind, dann ist es eben so ein Level, wo man entspannt sagen kann, we agree to disagree, und das ist an dem Punkt in Ordnung. Ansonsten will ich noch als Nachgang hier nachliefern, dass es schon auch etwas gibt, was ganz positiv ist bei dem Unternehmen, denn ich habe mir mal die Schätzungen aus dem August angeschaut, die Schätzungen jetzt, wie sie im November sind, und da sieht man dann eben schon, dass sowohl für 25, für 26 als auch für 27 die Umsatzerwartungen angehoben wurde und nach hinten raus, also weiter nach hinten raus, dann auch die Gewinnerwartungen nach oben angehoben wurde. Also dieses Sentiment ist dann eben auch ganz gut. Im Moment ist es so, dass knapp 7 € für das Geschäftsjahr, was im März 27 endet, also so in 2,25 Jahren, wenn man so will, 7 € erwartet werden, bezogen darauf, wenn es dann ein 20er KGV geben sollte, dann reden wir über ein Kursniveau von 140 €, was dann auf Basis dessen angemessen wäre.
Also viele Konjunktive jetzt. Aber 140 im Vergleich zu 114 sind dann eben auch schon mal ein ganz ordentlicher Zuwachs von jenseits 10% pro Jahr. Das ist im Übrigen auch das, was das Unternehmen an Gewinnsteigerungen erzielen will. Und damit wäre es dann auch ganz in Ordnung. Und ein mit 10% wachsendes Unternehmen, also stabil wachsendes Unternehmen mit einem 20er KGV ist eben auch etwas, wo man dann 10 Jahre später auch nochmal sehr interessiert und mit einer gewissen Begeisterung raufguckt, wenn man sie dann eben nach welchem Ansatz auch immer gekauft hat. Wir haben sie gekauft, wir haben jetzt noch ein Limit drin. Das Limit liegt innerhalb von dem Korridor, den Alex gesagt hat, und dann bin ich da mindestens genauso gespannt wie du, wie es mit Daikin weitergeht. Genau, weil du gerade sagst, der Korridor, das heißt ja gar nicht, dass wir da hinkommen, durchaus. Ne? Das ist ja nur, Ja. dann ist sie aber für mich zumindest so attraktiv, dass ich sage, ob nun 111 oder, was habe ich gesagt, 105, 106, wenn man da drin 2, 3 Tranchen kauft, über einen Zeitraum, wenn du siehst, wie lange so eine Aktie da irgendwo pendelt, dann ist es für mich absolut okay. Jetzt kennst du ja den Spruch bestimmt, hast du schon gehört, man soll Aktien mit einem niedrigen einstelligen KGV kaufen. Jetzt ist ja die Frage, was machst du denn bei einem Unternehmen, was dort gar nicht hinkommt? Also wann war denn zum Beispiel Daikin mal auf einem Niveau, wo du sagst, guck mal hier, KGV 7. Fahr vielleicht 1945, ich weiß es nicht, ja. Die Frage ist, wartet man so lange oder nimmt man eben einen Zeitraum, der vielleicht in die heutige Zeit ein bisschen passt? Wir sind ja auch schon beide ein bisschen älter. Wir können nicht mehr allzu lange auf diese historischen, allzu starken Werte warten. Und da ist für mich dann immer so der Blick, was war die letzten Jahre so los? Man muss natürlich so Sachen wie Covid-Krise immer ein bisschen kritisch betrachten. Also die extremen Ausreißer nach oben, nach unten, hattest du vorhin auch schon mal angesprochen. Und dann finde ich durchaus, also sag du mal, wo kann man das sehen hier auf deinem kleinen mikroskopischen Tabellenblatt? Ja, kann man sehen. Also die Zahl, also man sieht auf keinen Fall eine 7 irgendwo. Das Niedrigste, was ich in dieser Zeile sehe, ist eine 17. Das ist das niedrigste hier zu einem Geschäftsjahresende eingetragene KGV oder 18, also 17,93 können wir auch eher als 18 werten. Und darunter ist es dann eben bezogen auf den Stichtag nie gegangen. Klar, während eines solchen Jahres sind dann auch die Aktienkurse um ein gewisses Niveau herumgeschwankt. Aber das haben wir hier jetzt nicht alles drin. Aber schau mal, dann ist ja der Risikopuffer bei der Bewertung liegt ja bei 10%. Ja? Wir sind jetzt bei 20, im schlimmsten Fall dippen wir nochmal auf 18, dann ist es so schlimm wie im Jahr 2018. Da haben wir nochmal 10% in den Sack gehauen. Wenn du es auf den Kurs rechnest, dann am Ende bringen die nochmal ein bisschen mehr Gewinne oder irgendwas, dann ist dann aus den 10% nur noch 5% oder 7%. Das ist für mich absolutes, meine Börsenkurse schwanken. Ich treffe auch nie den Tiefpunkt, ja. Aber es ist immer noch besser, als jetzt bei 190 zu gucken, oh, jetzt sagt er, ich soll für 115 kaufen. Diejenigen, die Aktie seit 190 haben, die wollen ja gar nicht hören, dass wir sie jetzt nachkaufen. Die wollen ja hören, ja scheiße, wann geht die dann wieder hoch auf 200? Ich will endlich wieder ins Plus kommen, weißt du? So, und dann eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, ich habe mal geguckt, ich kaufe ja Aktien gerne am Heimatmarkt. Ich wollte sie in der Tat kaufen bei meinem Broker, habe da auch die Möglichkeit an der Börse in Tokio zu kaufen, aber da konnte ich leider nur 100 Stück ordern. Das mag ich natürlich nicht, dann ist die ja bei 12.000 Euro gleich von Anfang an, hat die eine gewisse Gewichtung, da macht es schwer, mit Tranchen zu arbeiten. Müsste ich ja dann bei 3 Tranchen, habe ich ja schon 300 Stück im Depot, da fahren andere von in Urlaub in 10 Jahren von dem Geld. Ja, an der deutschen Börse kannst du natürlich... Ich habe gerade gefragt, was du für Urlaube machst. Also in 10 Jahren, habe ich gesagt. Kumuliert. Nein, aber an der deutschen Börse kannst du ja, hast du ja gesehen, nur geringe Stückzahlen kaufen. Dadurch hast du allerdings es ist kaum eine Liquidität an deutschen Börsen. Ich glaube, gestern wurde 20.000 Euro Daikin gehandelt, am ganzen Tag über alle Börsen hinweg. Ja, die sind nicht so populär. Das muss man sich schon klar machen. Höhere Spreads und die hast du dann deswegen auch limitieren. Ja, und dann hast du die auch noch, weil wenn du schläfst, wird ja in Japan gehandelt. Und wenn du aufstehst, geht Japan ins Bett. Und dann ist immer so, dann macht die deutsche Börse auf, hier, irgendeine deutsche Börse, und dann denkst du dir, wow, jetzt gleich. Also es ist alles, was mir da nicht so super gefällt, nicht so wie bei amerikanischen Werten. Es geht dann alles noch so. Also die Handelbarkeit, die Liquidität und auch der geringe Dividendenertrag,
ist für mich als Dividendeninvestor alles zusammen irgendwie nicht ganz so. Also wenn ich eine geringe Dividende habe, muss das Kurspotenzial hoch sein. Das ist hier hoch, indem wir sagen können, wir könnten irgendwann das Allzeithoch wieder erreichen. Aber wir haben dafür echt eine Menge Zeit. Bestimmt 4 bis 6 Jahre kann man der Aktie Zeit lassen. Dann hast du immer noch einen sehr, sehr hohen jährlichen durchschnittlichen Jahresgewinn, aber eben keinen Ertrag. Und der Ertrag, der macht es mir beim Warten immer ein bisschen leichter. Und dann wird das Warten extrem langweilig. Du hast ja gesagt, irgendwas mit 27. Guck mal, 27, ja, wir sind jetzt bei 24. Was soll ich denn 3 Jahre machen? Und wenn es gelingt, 5 Jahre lang den Gewinn um 10% zu steigern, dann ist er eben insgesamt um 60% gestiegen durch den Zinseszinseffekt und 60% bezogen auf das, was wir hier beispielsweise im März 24 als Gewinn hatten, nämlich diese 5 Euro. 60% davon heißt eben auch, dass er bei ungefähr 8 Euro dann ankommen würde in 5 Jahren. Und dann sehen Gewinnverhältnisse natürlich auch schon wieder ein Stück weit ganz anders aus. So, und das soll es dann an der Stelle auch gewesen sein mit unserem Blick über Thailand nach Japan. Ich danke dir, Alex, für deine Teilnahme an dieser Sendung zu Daikin, zu Itochu, zu Toyota und zum Wisdom Tree Japan Equity. Egal, ob ihr euch auf die währungsgesicherte Variante stürzt oder die offene Variante, die ich im Moment auch bevorzuge, geht auf die Websites, schaut euch die Sachen dann nochmal an, schaut euch die enthaltenen Positionen an und ansonsten freuen wir uns hier auf eure Fragen, freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, sagen, bleibt gesund, bleibt dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin und aus Kopangan. Macht's gut.